Newsletter-Marketing. Welche rechtlichen Herausforderungen sind zu beachten, um nicht abgemahnt zu werden? Hi, mein Name ist Saha und ihr seid hier auf dem Kanal Boy & Man Law. Ich arbeite bei Boy & Man Marketing und bin für die rechtlichen Fragen zuständig. In der heutigen Folge befassen wir uns mit dem Thema Newsletterversand und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil viele von euch nicht wissen, wie sie das richtig behandeln sollten. Und zwar, wenn ihr Newsletter rausschicken wollt, dann müsst ihr ein paar Dinge beachten. Vor allem, wenn ihr bis jetzt noch keine Newsletter versendet habt oder wenn ihr jetzt eure Bestandskunden angehen wollt. Also, wenn ihr Werbung bzw. ein Newsletter verschicken wollt per E-Mail, dann braucht ihr eine ausdrückliche Einwilligung. Das ist heutzutage nur durch die Double Opt-in möglich. Was das genau heißt, das erkläre ich euch jetzt kurz. Wenn ihr eine E-Mail verschicken wollt, dann müsst ihr diese Einwilligung einholen und diese erstmal bestätigen lassen. Das heißt, auf eurer Webseite habt ihr ein Formular, da fragt ihr nach den Daten ab. Pflichtangaben nur die E-Mail-Adresse, keine anderen privaten, das alles nur optional. Also Name, Geschlecht, Wohnort, alles optional. Nur die E-Mail-Adresse ist für euch wichtig. Dann verschickt ihr im zweiten Schritt eine Bestätigungs-E-Mail. Bei dieser müsst ihr noch ein paar Dinge beachten, aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Erst wenn diese E-Mail bestätigt worden ist und die E-Mail-Adresse im Verteiler ist, dürft ihr eure Kunden angehen. Also, ihr habt ein Anmeldeformular, ihr bestätigt die. Was muss denn in dieser Bestätigungs-E-Mail drinstehen? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn ihr dürft in dieser ersten Bestätigungs-E-Mail noch gar keine Werbung machen. Ich wurde letztens gefragt, ob man da vielleicht Prozente anbieten darf oder schon Werbung für Produkte machen. Auf gar keinen Fall. Die erste Bestätigungs-E-Mail darf nur auf diesen Newsletter-Anmeldungen sich beziehen. Also, was passiert? Was wollt ihr machen? Ihr wollt Newsletter rausschicken. Ihr würdet am besten zusätzlich noch das Impressum anhängen, wo die Leute sich eventuell Kontakte zu eurer Firma holen können. Und das war's dann erstmal. Wenn ihr die Bestätigungs-E-Mail dann habt ihr die E-Mail-Adresse in eurem Verteiler. Am besten habt ihr ein E-Mail-Programm, mit dem ihr arbeitet. Wir arbeiten zum Beispiel mit vielen Kunden mit Mailchimp. Da müsst ihr natürlich auch nochmal Verträge mit Mailchimp extra abnehmen. Aber das wäre nochmal ein Thema für sich. Als zweite Option, wir haben jetzt über das Double Opt-in gesprochen, es gibt auch das Double Opt-out. Das heißt, die Möglichkeit den Leuten bieten, dass sie sich auch für den Newsletter wieder abmelden können. Das heißt, wir haben in jeder E-Mail, die wir verschicken, immer zusätzlich die Option, dass sie sich jederzeit bei dem Newsletter wieder abmelden können. Auch unbedingt zu beachten, jede E-Mail, die ihr an Leute rausschickt, muss die Option haben, sich auch wieder dafür abmelden zu können. Auch im Impressum könnt ihr eine E-Mail-Adresse angeben, an die sich die Leute richten können, um sich zusätzlich von diesem Newsletter abzumelden. Denn wir wollen keine Leute nerven, wir wollen die Leute nicht belästigen, wir wollen ihnen nur eine Unterstützung geben, um schneller zu Produkten zu gelangen. Also, Anmeldung zum Newsletter, Impressum nicht vergessen und das Impressum auf der Webseite updaten. Keine persönlichen Daten abfragen, nur die Pflichtangabe E-Mail-Adresse. Jetzt fragt ihr euch, was in einer Bestätigungs-E-Mail alles stehen soll. Naja, ein Einleitungstext, was wollen wir, wer wir sind. Am besten so wenig wie Werbung wie möglich über die Firma, vielleicht ein Logo noch hinzufügen, aber nicht erzählen, hallo, wir sind der und wir verkaufen das und das, sondern präzise sagen, hi, XY, du willst dich für unseren Newsletter anmelden. Hier kannst du draufklicken und die E-Mail, den Versand zum Newsletter bestätigen. Ein großes Problem beim Double Opt-in ist, dass die Bestätigungs-E-Mail gespeichert werden muss. Was ihr dabei zu beachten habt, ist noch ein bisschen umstritten, aber nicht die IP-Adresse der Nutzer speichern, denn das könnte wieder rechtliche Konsequenzen für euch haben. Am besten mal bei eurem bei dem E-Mail-Programm nachfragen und dann eine Lösung für finden, wie ihr die Daten speichern könnt, um später nachzuweisen, hey, die Person hat tatsächlich diese E-Mail bestätigt. Nun, es gibt eine Grauzone, und zwar, wenn ihr Bestandskunden habt. Also ihr seid ein Unternehmen, habt aber nie eine Bestätigungs-E-Mail geschickt, aber ihr habt eine Liste an E-Mail-Adressen von Käufen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Ihr könnt diese Leute auch angehen. Das wissen viele nicht und nutzen viele nicht, aber das sollte man vielleicht berücksichtigen, wenn man ein großes
einen großen Speicher an E-Mail-Adressen hat. Dabei ist wichtig zu sagen, dass die Bestellungen dieser Bestandskunden nicht länger als 2 Jahre zurückliegen dürfen. Also alles, was länger als 2 Jahre, schon wieder ein bisschen schwierig und umstritten. Du darfst aber diese E-Mail-Adressen nutzen, um diese Kunden anzugehen, ihnen eine E-Mail zu schreiben, entweder als Möglichkeit 1, um ihnen eine Bestätigungs-E-Mail zu schicken, oder aber, um ihnen Produkte zu senden, die den Produkten, die sie in der Vergangenheit zugeschickt haben oder gekauft haben, ähnlich sind. Dabei dürft ihr aber nicht, wenn ihr bis jetzt irgendwie Seife verkauft habt, auf einmal Hundefutter verkaufen. Es müssen schon relativ ähnliche Produkte sein. Wenn es zum Beispiel Lampen waren, könnt ihr vielleicht Glühbirnen, die zu dieser Lampe gepasst haben, anbieten. Aber wenn ihr Bestandskunden angeht, solltet ihr auch immer dran denken, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich für diese Option wieder abmelden zu können. Das heißt, ihr müsst von einer E-Mail-Adresse senden, die für andere zugänglich ist, also nicht nur irgendein Server, sondern wirklich jemand, der da sitzt und die Leute wieder aus diesem Verteiler rausnimmt. Oder wie gesagt, ihr nehmt die Doppel-Opt-in und lasst euch nochmal diesen Newsletter-Versand bestätigen. Aber nutzt die Chance, wenn ihr wirklich viele E-Mail-Adressen habt. Jetzt haben wir ein paar Punkte besprochen. Ihr seid euch immer noch nicht sicher. Euer Impressum habt ihr zwar geupdatet, aber ihr seht, die Datenschutzverordnung wird regelmäßig verändert. Es gibt neue Regelungen, es gibt neue Richtlinien. Wie wollt ihr das handhaben, wenn ihr niemanden habt, der euch rechtlich helfen kann? Dabei können wir mittlerweile Datenschutzbeauftragte einstellen, entweder extern oder intern im Team. Wie ihr solche Leute findet, da habe ich einen guten Tipp für euch. Und zwar gibt es die BVD, das ist der Berufsverband der deutschen Datenschutzbeauftragten in Deutschland. Da kann man Leute finden. Man kann aber auch Kanzleien anfragen oder Rechtsanwälte. Vielleicht habt ihr jemanden schon bei euch, der rechtlich sich auskennt. Die können regelmäßig schauen, ob euer Newsletter sicher ist, ob eure Daten, die ihr abgefragt habt, noch den Datenschutzverordnungen angepasst sind. Oder wie gesagt, ihr holt euch einen externen Berater. Da müsst ihr mittlerweile, ich habe mal gestern geschaut, da gibt es Preisunterschiede, die sind sehr, sehr groß. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, ab 150 € im Monat kann man da jemanden finden, der einem ein bisschen Unterstützung gibt. Aber wie gesagt, es verändert sich jeden Tag, es gibt viele Dinge zu beachten und ihr solltet euch unbedingt jemanden holen, der sich damit auskennt. Und was ganz wichtig ist, macht es jetzt und nicht erst morgen, weil die Abmahnung, die Thematik bei Newsletterversand ist relativ groß und das sollte man nicht unterschätzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen und Feedback könnt ihr gerne die Kommentarfunktion hier weiter unten nutzen. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem Kanal Boy und Menlaw.